Hallo, liebe Häkelfreunde! Wir starten mit einer Schlaufe. Ihr könnt sie machen, wie ich sie hier mache, oder ihr macht sie, wie ihr das gewohnt seid. Für dieses Häkelmuster schlagen wir eine beliebige Maschenanzahl an. Es spielt keine Rolle, ob die Anzahl gerade ist oder ungerade. Sie muss auch durch überhaupt nichts teilbar sein. Einfach die Anzahl, die ihr euch so vorgestellt habt. Ich habe 17 Maschen angeschlagen, hier von vorne und von hinten, da sieht man diese Hügelchen, in die wir dann gleich rein häkeln werden. Wir häkeln eine Wendeluftmasche und an dieser Stelle, es tut mir wirklich leid, ab und zu hat die Kamera den Fokus verloren, aber es ist trotzdem alles gut sichtbar. Wir nehmen einen Umschlag auf die Nadel, stechen in das erste Hügelchen ein, holen den Faden hindurch. Jetzt haben wir 3 Schlaufen und nun ziehen wir die erste Schlaufe durch die zweite durch. Dann holen wir nochmal einen Umschlag und ziehen ihn durch die restlichen beiden Schlaufen durch. Wieder ein Umschlag, durch das nächste Hügelchen durch, Faden holen, den ersten Umschlag durch den zweiten hindurchziehen, nochmal den Faden holen und durch die restlichen beiden Schlaufen durchziehen. Und ein drittes Mal einen Umschlag auf die Nadel nehmen, durch ein Hügelchen durchstechen, die erste Schlaufe durch die zweite hindurchziehen, nochmal den Faden holen und durch die restlichen beiden Schlaufen auf der Nadel hindurchziehen. Und das ist die ganze Kunst, mehr ist es nicht. Damit ihr euch etwas leichter tut beim Durchziehen dieses ersten Umschlags durch den zweiten, empfehle ich mit 2 Fingern diese mittlere Schlaufe, diese zweite Schlaufe etwas runterzuziehen. Dann könnt ihr ganz bequem diesen ersten Umschlag durch diesen zweiten hindurchziehen. Und jetzt bin ich einfach mal still. Die Aufnahmen sind selbsterklärend. Es ist wirklich gut zu sehen, wie ihr für dieses Muster vorgehen müsst. Am Ende der Reihe melde ich mich wieder. Jetzt bin ich bei der letzten Masche angelangt, bei der letzten Masche der ersten Reihe. Die wird ganz genauso gehäkelt wie alle anderen Maschen auch. So sieht die erste Reihe aus. Jetzt machen wir eine Wendeluftmasche und drehen. So sieht es von der anderen Seite aus. So, und nun geht es ganz genauso weiter. Wir nehmen einen Umschlag auf die Nadel, stechen in die erste Masche ein durch beide Schlaufen, ziehen die erste Schlaufe durch die mittlere und dann holen wir nochmal den Faden und ziehen ihn durch beide Schlaufen, die auf der Nadel sind. An dieser Stelle würde ich euch gern etwas fragen. In den Sequenzen, in denen ich nicht spreche, würdet ihr da gerne Musik hören, so leise Hintergrundmusik? Oder ist es euch lieber, wenn einfach nichts zu hören ist, nur Hintergrundgeräusche, falls es welche gibt? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Nun sind wir wieder bei der letzten Masche angelangt. Diese wird ganz genauso gehäkelt wie die anderen Maschen. So sieht das dann aus mit 2 Reihen. Und am Ende der Reihe eine Wendeluftmasche. So sieht es von vorne aus.
Und weiter geht es ganz genauso wie davor, durch beide Schlaufen der Masche hindurch, und den Rest habe ich ja mehrfach schon wiederholt. Wenn euch meine Videos gefallen, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, und wenn euch bestimmte Videos besonders gut gefallen, würde ich mich auch über ein Like freuen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonstiges, einfach in die Kommentare schreiben, dafür bin ich wirklich dankbar. Im Englischen heißt dieses Muster Herringbone, im Deutschen nenne ich es Fischgratmuster. Es ist mein absolutes Lieblingsmuster, das habe ich euch in meinem allerersten Video schon gezeigt und auch gesagt, dass ich dieses Muster so sehr liebe. Daher werden sicherlich noch öfters von mir Häkelprojekte in diesem Muster gemacht. Darauf könnt ihr euch freuen, wenn euch dieses Muster genauso gut gefällt wie mir. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich noch ein paar mehr reingehäkelt und hier seht ihr ganz gut, wie dieses Muster auf der größeren Fläche wirkt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis hierher dabei wart, und noch mehr würde es mich dann freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald!